Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Skizzenbuchtour. Es wird die letzte für dieses Jahr versprochen. Und zwar möchte ich euch dieses Skizzenbuch hier zeigen. Und ich freue mich immer besonders, wenn ich ein Skizzenbuch fertig habe. Einmal kann ich euch dann das Fertige zeigen, aber zum anderen kann ich auch ein neues starten. Welches genau, weiß ich noch nicht, aber das werdet ihr Anfang des Jahres sehen, welches das geworden ist. Und dann lasst uns mal starten. Und zwar habe ich das Ende Mai diesen Jahres angefangen. Und das Thema des Skizzenbuches war ursprünglich mal Garten, weil ich das über den Sommer füllen wollte. Hat nicht ganz geklappt, aber ein größter Teil ist inspiriert von unserem Garten. So, auf jeden Fall, diese Skizze ist von Kalle. Da saß er halt mit dem Rücken so zu mir wie so ein Herrscher, der über sein Königreich herrscht. Und deswegen hier auch Kalle Town, dass er der König von Kalle Town ist. Hier die schönen Blumen. Ich hoffe, ich weiß den Namen noch richtig. Zierlauch. Und ich finde die Blumen halt sehr cool, weil die so runde Bommels da haben. Dann der Loki, der saß so im Profil neben mir. Den habe ich dann eben fix auch skizziert. Ihn einen Schmetterling dahingesetzt, damit er irgendwo hinschaut. Und anfangs habe ich mir auch noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, das Skizzenbuch ein bisschen interessanter zu gestalten, mit so Rahmen umzu. Ja, das hier sollte eine Pfingstrose werden, ist nicht ganz so gut geworden. Und dann habe ich hier so einen Farbverlauf mit den Blättern gemacht, das gefällt mir ganz gut. Und dann habe ich versucht mit Linern die Blätter zu umranden und das hat mir so gar nicht gefallen, deswegen habe ich das aufgehört. Ein Aquarell von unserem Teich, das habe ich ohne Vorzeichnung gemalt, sondern nur mit Aquarellfarbe, also ganz verdünnte Aquarellfarbe, ganz heller Farbe, die Vorzeichnung sozusagen gemacht und mich dann daran orientiert. Natürlich darf eine Mischseite im Skizzenbuch nicht fehlen. Und hier seht ihr die eine Seite von den White Knights Aquarellen, die habe ich hier genommen. Dann noch verschiedene Blätter, die ich so im Garten gefunden habe. Das habe ich schon mal ähnlich in einem anderen Skizzenbuch gemacht. Da hatte ich allerdings Tiere dann da reingemalt. Und hier habe ich dann auch so Blätter reingemalt, die ich so gefunden habe. Diese Seite hat nicht so viel mit dem Garten zu tun. Ich habe einfach verschiedene Formen aufgemalt und von unten dann angefangen, die Linien so zu ziehen. Ist übrigens eine sehr gute Übung, wenn man geduldig sein möchte und wenn man sich in Geduld üben möchte. Sowas Ähnliches haben wir übrigens mal in der Schule gemacht, mit Bleistift allerdings. Und die Linien sollten ungefähr den gleichen Abstand haben, also nicht so wie hier, sondern das sollte da schon ein wenig ordentlicher aussehen. Aber ich fand das nochmal eine ganz coole Idee für zwischendurch. Ein weiterer Versuch, eine sehr schöne Skizzenbuchseite zu erstellen. Und zwar habe ich hier auch mit den Farben drauf nochmal ein anderes Aquarellpapier eingeklebt. Hier habe ich mal ein Thumbnail gemacht, wie die Blumenaufteilung so sein soll. Und ja, hier habe ich das dann so versucht umzusetzen. Und ich finde die auf jeden Fall auch sehr schön, die Seite. Da wir Fische im Teich haben, hier auch die Fische haben überlebt. Wir dachten erst, sie wären über den Winter irgendwie weg gewesen oder gefressen worden. Aber nein, die ganzen Fische waren wieder da im Sommer. Und das habe ich halt hier festgehalten. Allerdings haben wir nicht solche Goldfische oder Kois, sondern Rotfedern heißen sie, meine ich. In unserem Garten waren auch hin und wieder mal so Federn zu sehen, hat man gefunden. Und dann dachte ich mir, warum keine Seite über Federn nochmal malen? Federn gehen ja immer. Ja, da hat es geregnet und da habe ich mit Washi-Tape diese Wolke hier beklebt. Das seht ihr so vielleicht ein bisschen besser. Und die habe ich einfach nur angemalt und dann mit Fineliner hier so Linien reingemalt, die aussehen sollen, als wenn es regnet. Auf der nächsten Seite habe ich einfach bunte Linien untereinander gemalt
und mit Fineliner ein wenig verziert die Seite. Hier seht ihr nochmal den Kalle. Das ist auch eine schnelle Skizze gewesen, wo er neben mir am Tisch saß. Unsere Sonnenblumen mal in ein Bild festgehalten. Fette Henne heißt, glaube ich, diese Pflanze. Habe ich auch nochmal gemalt. Unsere Karotten. Dann unser Baum mit einem Busch und Rasenkante und Ansatz vom Rasen. Das habe ich auch im Garten am Terrassentisch gemalt. Und ich finde, im Skizzenbuch hält man halt auch so Erinnerungen fest. Also es ist nicht nur zum Üben zum Beispiel für mich auch da, sondern einfach auch, um Momente festzuhalten, Erinnerungen festzuhalten. Denn irgendwie fühle ich mich dann, wenn ich die Sachen anschaue, immer wieder in die Lage so zurückversetzt. Und weiß noch genauso, was da so war. Da hat mein Mann zum Beispiel zu mir gesagt, das sieht komplett gar nicht aus wie unser Baum. Ich finde schon. Ich finde das schon, dass man das erkennen kann. Hier habe ich mal ein wenig mit Markern herumexperimentiert, die ich noch da hatte. Unsere Paprika, die sich irgendwie als Peperoni herauskristallisiert hat. Ich bin mir aber sicher, dass wir Paprika eingepflanzt haben, aber die Schoten waren auf jeden Fall scharf. Naja, nochmal Kalle und ein Segelboot und verschiedene Sachen nochmal probiert mit Markern darzustellen. Dieses Bild dürfte euch vielleicht aus einem Studio-Vlog bekannt vorkommen, da habe ich das ja gemalt. Darunter habe ich dann noch mehr Kürbisse gemalt. Das hier habe ich auch im Garten gemalt, da wollte ich einfach mal verschiedene Formen so malen und schauen, was ich dann noch so draus machen kann. Und irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an Minion. Ich weiß auch nicht warum. Aber ja, nicht die schönste Seite. Das hier ist auch keine schöne Seite. Hier habe ich einfach mal 2 verschiedene Stile versucht, die Blumen jeweils so darzustellen. Einmal nur mit Finelinern und einmal so mit Markern. Und hier habe ich so wasservermalbare Tinte benutzt, mit Feder richtig aufgetragen. Und die kann man ja zum Schluss auch mit Wasser dann vermalen und Pinsel. Eigentlich auch mal ganz cool wieder gewesen, aber ich bin da nicht ganz so warm mit geworden. Hier nochmal mit Linern dieses so Linienbild. Diesmal habe ich von oben dann die Linien gezogen und bin dann weiter nach unten gegangen. Ein Bild von meinem momentan liebsten Pinsel, den ich habe. Dann nochmal ein Kraken oder Oktopus. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das ist. Auf jeden Fall habe ich das auch mit Finelinern gemacht und da einfach Muster dann reingezeichnet. Das hier sollte ursprünglich mal ein Blumenbouquet werden. Fand ich dann aber unschön und habe dann einfach mit verschiedenen Farben dann drüber gemalt und dann mit weißen Acrylstift noch diese weißen Striche gesetzt. Und diese Seite ist unerwartet doch ganz gut geworden, also zumindest gefällt sie mir recht gut. Ich wollte erst so Hügel machen, die nach hinten hin immer dunkler werden, aber deswegen sind die hier auch grün und dann hat mir das nicht so gefallen, weil das auch relativ unsauber aussah, weil das hier auch kein Aquarellpapier ist und dann ja, sah das halt so ein bisschen fleckig aus. Und dann habe ich gedacht, gut, malst du einfach noch weitere Hügel dazu und schaust mal einfach, was draus wird. Dann habe ich diese Hügel einfach mit schwarz umrandet, dann sah das schon alles ein bisschen sauberer aus. Ja, und damit es nicht ganz so langweilig aussieht, mit verschiedenen Mustern gefüllt. Und hier oben dann mit einem weißen Acrylstift da die Punkte reingesetzt. Und da mir der Stil so gut gefallen hat, habe ich den auf der nächsten Seite gleich nochmal umgesetzt. Und wie gesagt, irgendwie hat das was, finde ich. Also auf irgendeine Art und Weise spricht mich das irgendwie an, weil ich das interessant finde, weil man da irgendwie auch hinschauen kann und immer wieder was Neues entdecken kann. Und auch, wie ihr auch hier seht, mit Formen und Muster kann man auch ja, Effekte erzielen. Und das finde ich halt auch ganz interessant. Dann habe ich hier angefangen, so ein kleines Labyrinth zu malen.
Und das soll eigentlich nur für die vielen Äderchen stehen, die so in Blättern zu finden sind. Und das hier ist, glaube ich, fast sogar meine Lieblingsseite aus dem Skizzenbuch. Und hier soll das so aussehen, als wenn man mit dem Finger so Sun reingeschrieben hat in den Sand. Und ich finde, das wirkt tatsächlich auch ganz gut. Also ich finde das ganz gut gelungen. Gut, die Fußabdrücke und die Pfotenabdrücke sehen nicht ganz so nice aus, aber ich denke, man weiß ungefähr, was es darstellen soll. Und ein Herz, was man so mit Steinen am Strand gelegt hat. Alles halt das, was man so am Strand so macht. Ja, also ich finde so das Gesamte halt sehr schön. Also klar kann man das Wasser besser ausarbeiten, aber insgesamt finde ich, wirkt das schon recht schön. Vielleicht mache ich sowas einfach nochmal in schön. Mal sehen. Hier habe ich einfach mal schnell ein paar Hunde skizziert. Freihand nach Vorlage. Und hier habe ich dann die Skizzen mit Aquarellfarbe, sehr verdünnte Aquarellfarbe, wie man sieht, einfach angemalt, weil dann färben die halt nicht so ab, muss ich sagen, als wenn man die ohne Aquarellfarbe da drüber lässt. Also so eins als kleiner Tipp, wenn eure Bleistiftzeichnungen so abfärben und ihr das nicht mögt, dann malt da einfach ein bisschen mit Aquarell rüber, dann färben sie nicht mehr ganz so stark ab. Ja, für die letzte Seite, zu der wir gleich kommen, hatte ich eine Umfrage auf Insta gestellt, was ich so auf die letzte Seite machen könnte. Ich hatte da eigentlich schon eine Idee, aber ich habe dann auch andere Ideen gelesen, die ich auch sehr cool fand. Und deswegen habe ich mich jetzt für so einen kleinen Jahresrückblick entschieden, mit so einem kleinen Feuerwerk, so für Ende des Jahres. Das habe ich dann mit diesen Coliro Feintech Perlglanzfarben gemalt und dann einfach so ein paar Stichpunkte dazu aufgeschrieben zu diesem Jahr. Und wie gesagt, zum Jahr 2021, da habe ich 48, ich muss das leider korrigieren, es dürften 50 bis 51 Bilder sein, weil ich hatte da welche vergessen. Ist mir aber auch erst aufgefallen, als ich das aufgeklebt hatte und deswegen habe ich das nicht mehr korrigiert. Die meisten davon sind in Buntstift, dann kommt Pastell und Aquarell, also es waren eigentlich noch 2 oder 3 Aquarellbilder und ein Bleistiftbild. Und bei YouTube habe ich dieses Jahr insgesamt bisher 88 Videos online gestellt. Dieses ist das 89. Ich habe mein Ziel von 10.000 Abonnenten erreicht. Ich weiß, dass es halt auch nur eine Zahl ist, aber ich finde, wenn man sich so Ziele setzt, dann bleibt man eher dran, als wenn man das nicht macht. Und ich setze mir gerne Ziele und ich bin wirklich froh, dass ich das Ziel erreicht habe. Ich glaube, Anfang des Jahres hatte ich 3.000 oder 4.000, irgendwie sowas. Und wie gesagt, bin sehr stolz drauf. Und dieses Jahr habe ich mit YouTube ca. 2.500 € verdient. Es wirkt auf den ersten Blick wirklich viel, aber wenn man jetzt nur mal die Videos von diesen Jahren nimmt, die ich ja neu gemacht habe, abgesehen davon, dass ich auch mit älteren Videos noch Geld verdiene, wenn man aber nur diese Videos nimmt und das da mal teilt, glaube ich, habe ich rausgehabt, dass ich um die 28 € oder so pro Video verdiene. Und wenn man jetzt mal den Arbeitsaufwand sieht, dass ich pro Video wenigstens 2 bis 3 Stunden brauche, ja, kann man sich ja ausrechnen, dass es nicht ganz so lohnenswert ist. Aber mal schauen, wo das noch hinführt hier so alles. Ja, dann kommen wir noch mal so ein bisschen zum Persönlichen. Einmal habe ich mir ja vorgenommen, mehr Skizzenbücher zu füllen oder allgemein mit Skizzenbüchern zu arbeiten. Das habe ich dieses Jahr getan. Und das werde ich auch weiterhin tun, weil es einfach nur Spaß macht. Kann ich jedem empfehlen. Dann habe ich mit Gouache angefangen zu malen. Habe da auch jetzt so einen, ich sag mal, Stil gefunden, der mir gefällt, wo ich weiter dran arbeiten möchte. Und was ich natürlich noch erwähnen möchte, was leider natürlich nicht so schön ist, dass Vita ja leider über die Regenbogenbrücke gegangen ist, wenn man das so
sagen kann. Aber man darf halt nicht vergessen, ohne sie würde das Ganze hier nicht existieren. Ohne sie würde ich wahrscheinlich nicht zeichnen oder malen. Und ohne sie würde es auch diesen Channel nicht geben. Von daher wollte ich sie auf jeden Fall nochmal im Jahresrückblick erwähnen. So, und das war meine letzte Skizzenbuchtour für dieses Jahr. Nächstes Jahr wird es bestimmt wieder welche geben. Ich habe ja sehr Gefallen daran gefunden, in Skizzenbüchern zu malen und zu zeichnen. Aber schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welches eure Lieblingsseite oder Lieblingsskizze aus diesem Skizzenbuch ist. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und schreibt halt einen Kommentar, welche Skizze euch am besten gefallen hat. Hier lasse ich euch jetzt noch weitere Videos anzeigen. Schaut da gerne vorbei. Allgemein für mehr Content. Schaut natürlich auch super gerne auf meinen Channel vorbei. Vielen Dank dafür. Abonniert ihn dann natürlich auch gerne. So, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Es folgen dieses Jahr wahrscheinlich noch 2 Stück. Bleibt bis dahin kreativ. Bis dann. Tschüss.